Die Affäre Abbey Grange. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bei der Affäre von Abbey Grange. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. Das Spiel hat I've begonnen. just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. So, ich muss noch mal ganz kurz rausklicken, weil ich habe vergessen umzustellen. So. Du bitte. Ja, das ist ein Sherlock Roller. Oder? Dumm. Nicht so rum. So. Entschuldigung. Und das haben wir. Ich kann nichts dafür, ich habe Muskelkater. Na, hast du vermisst? Nee. Der Blick wird einfach nicht besser. Aber da, I wofür? agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Der hier macht keinen Stress. Das war sogar der richtige Tisch. Ist. Okay, wir haben einen Brief. 221b Baker Street, London, Sherlock Holmes. The Barkenstein. Brackenstall family coat of arms. Der Brief ist noch zu, der ist noch unten, das Siegel ist noch nicht gebrochen. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. Das hat mit Lestrade nichts zu tun. Abbey Grange, Marsham Kent, 3:30 Uhr. Mein lieber Dr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall helfen bekämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady, wo ist der Lestrade, werde ich dafür sorgen, dass alles genau wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, da Sir Eustache nicht lange dort liegen bleiben könnte. Hochachtungsvoll, Inspector Lestrade. Ich dachte, dass Abbey Grange, dass dieses geschrieben hat, der Absender ist. Entschuldigung. Ja, Lestrade ist halt einen normalen Stimmbruch gekommen. Entschuldigung. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Ich hoffe, wir lösen diesen Fall diesmal besser als beim letzten Mal. So, bevor wir dahin fahren, wir ziehen uns erstmal so ordentlich an, oder? So. Sind ja schließlich in einem feinen
macht schon was her. Das ist aber noch edler. Das ist den wir am Anfang immer hatten. Welchen würdest du denn nehmen? Mir gefiel eigentlich dieser heller, dieser. Ja, sieht doch gut aus. Ne? Nicht an feinen Kreisen, ne? Können wir ein Monokel kriegen? Ich hätte kein Monokel. Hallöchen, Hallo. Kevin. Können uns kein Bart wachsen lassen, schade. Nee. Wir sind rasiert. So, haben wir uns mal hübsch gemacht. Und dann brechen wir auf zu Abbey Grange. Mich aufhängen. Ich finde es cool, wie die Augen selbst über das Blatt wandern, wenn er da so liest. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Das klingt doch schon so wieder wie abgesprochen. Alles klar, Kevin. Sir Warthen Brackenstall. Hier sind überall Türen. Baron Lyndon Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Geh mal weg. Ich will den anderen haben. Lord Brigham Brackenstall. Okay, nee, ich hätte ja gesagt, das ist Karl Marx. So. Ein Bildschirm. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Ist dann in eine andere Richtung, ne? Mhm. Da war es wirklich. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on.
As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Eieiei. Die kann sich das aber sehr, sehr gut merken. Ja klar, Kevin, verstehe ich. Uns willst du ein Vollbild genießen. Das ist schon klar. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Machen wir gerne, aber erst mal schauen wir dir mal genau ins Gesicht. Was mir jetzt schon mal auffällt, die hat zwar ein blaues Auge, aber ich sehe keine Schwellung. Worauf willst du hinaus? Denke. Natürlich ist das Auge angeschwollen. Guck dir doch mal die Größe der beiden Augen an. Gucken wir mal. Frische Verletzung. Ja. Australische Herkunft. Okay, das ist wieder interessant zu wissen. Der Fall heißt ja sowieso nicht irgendwas mit Affäre, also daher. Elegantes Kleid. Ehering. Alte Verletzung. Okay, sie hat ja gesagt, sie war nicht die schwerstbeste, die sie hatte. Ein bisschen noch. Wangen. Gucken wir mal nach oben. Blasse Wangen. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Alte Verletzung, ne? Mhm. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Motiv? Your ladyship? Was ist denn schon mal Motiv? Dann halten wir uns auch mal mit Theresa. Erzähl mal. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Das ist nicht sehr viel. Altersfalten. Okay. Mal weiter Hände. Ein Tuch, Essiggeruch. Achso, hat sie aufgeweckt, okay. Kaffeefleck. Ist noch eine Frage? Nein. Wir schauen uns mal hier um. Oh, es gibt noch was, sehe ich gerade. Aber erstmal hier, kleiner Tisch. Eine Fotografie. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa
was taken at a port, but which one? Und warum ist das wichtig? Ich bin so ein Fuchs. This photograph. Vielleicht weiterdrehen? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Okay, also sie sind ganz frisch hergekommen. Gut zu wissen. A trapper's hut. Gibt noch einen Brief. Die Zeitung. Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Zeiten wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurde bisher keine Einzelheiten der Tat genannt. Auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellste Beschreibung der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Wenn die das wissen, kennen die doch alle. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits erkrautem Haar sowie vom durchschnittlichen Körperbau und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein groß gewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls und Einbruchsdelikten gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlichen brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrten. Seien sie auf der Hut und mögen ihre Wertgegenstände sicher sein. Hier gibt es also eine detaillierte Beschreibung, die ja theoretisch sich of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Genau das meinte ich gerade, mein Lieber. Das kann sich auch einfach zusammengereimt sein. Oh, da steht was, das nehme ich. Hätte ich jetzt so gedacht. Jetzt schauen wir uns mal mit T um. Konzentrieren sich auf Gegenstände. Und das Bild an der Wand da hinten. Ach da. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Dann machen wir das nochmal. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Ach, Ladyschaft. Okay, wir haben auch schon Sachen, die wir freigeschalten haben. Randalls sind bekannt, Gewaltausbrüche, Täter identifiziert. Und aus Australien. Man könnte sagen, Die Randalls sind Randalls bekannt. und genau. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod für Sir den Randalls in die Schuhe zu schieben. Mein persönlicher Favorit aktuell schon, sage ich gleich. Es gibt keine Ungereimtheit zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande als Täter hin. Es ist mein Bauchgefühl, dass das sein wird. Schmerzhaft. Ach, das ist dein Bauchgefühl, okay, ich verstehe. Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter in den nächsten Raum. Es ist blöd, gerade so eine Frage zu stellen. Weißt du das? Entschuldigung, ich habe mir den Bauch gedacht. The body is still in the dining room where the murder took place. Leichen, Leichen. Da liegt You doch. should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Gleich. Das ist Französisch.
Fenster. Französisches Fenster. Ja? The hunting scene. Das ist ein Jäger. Okay, wir können in den Garten gehen. Erstmal ein bisschen Luft reinlassen, die leichte Schmuft. Ja, ein bisschen. Hier ist nass. Warum ist der Boden nass? Oder glänzt der so? Ich würde sagen, der glänzt so. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. Only one. Ja, die wurde vielleicht mal getrunken. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Definitiv. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Was gar keinen Sinn ergibt, wenn sie schon jeden Festgeld entdeckt haben. The hunting scene. Und das war der Schuh, wo sie gefesselt war. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Wo gehen wir da noch hin? A Hunting Scene? deer hunt. Also zumindest festigt sich gerade weiter der Verdacht, den du hast, weil wenn es heißt, dass sie mit einem Seemannsknoten gefesselt worden ist, oder war halt, dass das inszeniert sein könnte, weil die sind ja von Australien gekommen, waren eine Weile auf dem Schiff, die können sich da einiges abgeguckt haben. Genau. Und inszeniert, weil die anderen Piraten wären. Hm. Das ist die Weinflasche. Weinflasche und A Weinkorb. decanter standing next to the open bottle. 3 An Gläser. inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur. French wine. Grand Cru. Das ist der Wein, der da vorne fehlt. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Was heißt denn Weinstein? This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Weil da ist mehr drin, definitiv. Oder abgesetzter Wein. Ja, das ist auch There's dieser beeswing Weinstein. at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Ach, die anderen wurden nur eingegossen, wieder ausgegossen. Eingegossen, ausgegossen. Damit es 3 sind. Wir verstehen. Der Hunting Scene? A fur trader's cabin. Wir haben dann schon Tee, aber wir gucken erstmal hier. Watson, war dir kalt oder was? Findest du wieder zu? Dann kommen wir her, Leiche. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Keine weiteren Verletzungen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir in die Obduktion gehen.